Ich habe Ordnungsrufe bekommen, weil ich bei einer Debatte zum 17. Juni, das ist schon, glaube ich, 2, 3 Jahre her, da schlappte irgend so eine Grüne, die sah aus, als wenn sie aus dem Strandbad kommt, mit Badelatschen zum Rednerpult und äußert sich zum 17. Juni. Ich habe nur Kleiderordnung gerufen, zack, gab einen Ordnungsruf. Auf der anderen Seite werden wir beschimpft, sei ruhig, Brauner. Dann gibt es die Debatte im Ältestenrat, ja, das könne man zwar negativ auslegen, aber auf irgendeinem rheinland-pfälzischen Pferdemarkt, da wäre das ein Spruch, dass man so einem Pferd sagt, sei ruhig, Brauner, dass das Pferd die Klappe hält. Deshalb wäre das auch nicht mit einem Ordnungsruf. Hey Leute, stellt euch mal vor, ihr seid in einer Diskussion und jedes Mal, wenn ihr den Mund aufmacht, kriegt ihr eins auf den Deckel, während andere lautstark reinrufen dürfen, ohne dass jemand mit der Wimper zuckt. Genau das schildert Herr Baumann in einer Pressekonferenz. Sie reden darüber, wie die AfD für jeden Kommentar sofort Ordnungsrufe kassiert, während die Grünen ungestraft rumpoltern können. Und als ob das nicht reicht, werden ihre Büros beschmiert und sie von grünen Mitarbeitern ausspioniert. Und keiner sagt was. Klingt unglaublich? Dann bleibt dran. Das wird spannend. Auf geht's. Zu den Ordnungsrufen, die Sie angesprochen haben. Ich bin ja im Ältestenrat, erster parlamentarischer Geschäftsführer, und da habe ich dauernd die Auseinandersetzung mit den Präsidenten und Vizepräsidenten. Ich sage nur mal ein Beispiel. Ich habe in der Rede von Merz, als er Grenzüberwachung und Kontrollen und alles gefordert hat, unsere ganzen Anträge sozusagen kopierend seine Rede gestaltet hat, gesagt, Sie sind ja hohl, Sie haben ja gar keine eigenen Inhalte, Sie sind die Inhalte der AfD, habe ich einen Ordnungsruf gekriegt. Als dann Abgeordnete der anderen unseren Leuten zugerufen haben, Sie haben ja die Intelligenz eines Gartenzwergs, kein Ordnungsruf. Und das sind nur 2 Beispiele, wie es dauernd vor sich geht. Ich habe genau das vorgetragen im Ältestenrat und bekam dann zu hören, ja, Herr Baumann, wir sind hier neutrale Präsidenten und Vizepräsidenten. Vertrauen Sie uns, dass wir die Neutralität wahren? Wir tun alles dafür, die Neutralität zu wahren. Und dann sage ich natürlich, alle Gremien in Deutschland, die irgendwie paritätisch besetzt werden, ja genau deswegen, dass jede Fraktion da drin ist, weil man nicht darauf vertrauen muss, auf die Neutralität, sondern dass man eigene Leute da drin hat. Das heißt, ich muss mir das noch anhören und finde das schon ein bisschen zynisch und manchmal auch höhnisch, muss ich ehrlich mal sagen. Ich habe bisher das in der Öffentlichkeit noch nicht so breit getreten als Mitglied des Ältestenrats, aber irgendwie nervt einen das schon, zumal wenn in der Presse dann irgendwelche Statistiken sind, welche Ordnungsrufe, wie viel wir gekriegt haben und wie viel die anderen. Also wir sehen hier eine starke Einseitigkeit der Ordnungsrufverteilung. Lassen mich das mal öffentlich sagen und ich kann das mit Beispielen belegen. Ich habe Ordnungsrufe bekommen, weil ich bei einer Debatte zum 17. Juni, das ist schon, glaube ich, 2, 3 Jahre her, da schlappte irgend so eine Grüne, die sah aus, als wenn sie aus dem Strandbad kommt, mit Badelatschen zum Rednerpult und äußert sich zum 17. Juni. Ich habe nur Kleiderordnung gerufen, zack, gab einen Ordnungsruf. Auf der anderen Seite werden wir beschimpft, sei ruhig, Brauner. Dann gibt es die Debatte im Ältestenrat, ja, das könne man zwar negativ auslegen, aber auf irgendeinem rheinland-pfälzischen Pferdemarkt, da wäre das ein Spruch, dass man so einem Pferd sagt, sei ruhig, Brauner, dass das Pferd die Klappe hält. Deshalb wäre das auch nicht mit einem Ordnungsruf zu ahnden. Und so gibt es hunderte von Fällen. Ich werde schreiben, echt mal, Brandner und Baumann oder Baumann und Brandner. Mal so ein Buch darüber, was hier für einen Unsinn an Ordnungsrufen geahndet wird teilweise. Und vor allem die völlige Einseitigkeit, woraus man die Schieflage hier im Parlament sieht, weswegen wir auch keinen Vizepräsidenten bekommen, als in allen Umfragen zweitstärkste Partei. Das gibt es in keiner Demokratie der Welt. Eine solche, auch hier wieder Thema Unterwanderung, linksgrüne Einseitigkeit und wie uns begegnet wird. Es geht ja auch darum, wie wird mit uns umgegangen, wenn hier Zwischenfälle stattfinden. Ich kenne diese Artikel, wo dann drin steht, das Klima im Bundestag hätte sich verändert im Umgang, seit die AfD im Haus sei. Also ist nicht lange her, da wurde ich von einem Mitarbeiter eines Staatssekretärs im BMU aufs Übelste in der Liegenschaft hier im Reichstag beleidigt und beschimpft. Und seine Personalien habe ich dann feststellen lassen, er wollte auch abhauen. Und meiner Kenntnis nach haben wir das auch zum Thema gemacht. Also ich habe bis heute nie wieder was davon gehört. Jetzt stellt man sich mal vor, ein Mitarbeiter der AfD würde hier einfach so zwischen den Liegenschaften rumlaufen und dann auf einen Abgeordneten der Grünen zugehen und dann erklären, ich will diese Worte jetzt im Einzelnen nicht wiederholen, naja, da wäre wahrscheinlich ganz viel Berichterstattung und wahrscheinlich würde hier dann auch relativ schnell darüber gesprochen werden, wie zukünftig Abgeordnete dieser Parteien vor Mitarbeitern der AfD geschützt werden können. Wir erleben das hier aber vor allem auch andersrum. Genau. Die
Die Beleidigung war so, dass der Kollege Frohnmeier das noch nicht mal wiederholen will. Ich kenne sie, die ist wirklich abartig und so wird hier täglich mit uns irgendwie umgegangen. Das eskaliert ja auch. Wir haben hier die Vorsitzenden-Büros wurden beschmiert. Nachts irgendwann mit irgendwelchen Filzstiften, also diese edle Holzvertäfelung außen, die Türen wurden beschmiert, als Strafanzeige erstattet, nichts passiert. Wir treffen in unregelmäßigen Abständen meistens weibliche Mitarbeiterinnen, meistens von grünen, führenden Politikerinnen, die laufen hier über die Gänge und filmen die ganzen Schilder ab von den Menschen, die bei uns, von den Leuten, vom Personal, die erfassen die Namen, das haben wir im Ältestenrat auch thematisiert. Da kommt dann der Einwand, ach ja, das war eine Praktikantin, die wollte sich nur mal auf der AfD-Etage umschauen. Die hat gefilmt. Wir haben einen Vorfall, kam so eine Pseudopraktikantin, die wurde dann verfolgt, hat sich auf das Frauenklo geflüchtet auf unserer Etage, woraufhin wir dann da nicht rein konnten, weil ein Mann die verfolgt hat, aber wir haben eine Frau dazu geholt, die Frau ist da rein, darauf rannte dann diese Pseudopraktikantin raus und das halbe Klo war mit Antifa-Aufklebern versehen. So wird mit uns hier im Bundestag umgegangen, da kräht kein Hahn nach. Herr Brandner, können Sie noch sagen, wann diese Vorfälle waren? Also beschmieren und... Letzten Monat. Das ist ein paar Wochen her. Und diese eine Praktikantin, die mit dem Rumfilm hier rumlief, das war angeblich eine Praktikantin von Frau Michalic, von den Grünen, von der ersten parlamentarischen Geschäftsführerin der Grünen. Das muss man sich mal vorstellen. Die hat ihr Personal im besten Falle nicht so im Griff, dass man nicht in fremde Büroetagen läuft und da die Leute und die Schilder filmt. Das war nicht angeblich, das war eine Mitarbeiterin von Frau Michalic, die die Türschilder abfotografiert hat, wer denn hier arbeitet für uns, die Mitarbeiter sozusagen ausspioniert hat. Ich habe das im Ältestenrat dann moniert und hat sie gesagt, ja, sie entschuldigt sich dafür. Aber sonst habe ich nichts mehr davon gehört. Und wir sehen da auch nicht nur eine einseitige Ordnungsruferteilung und eine falsche Darstellung, die AfD sei schuld hier an Eskalation im Parlament, sondern wir sehen das, lassen mich das offen sagen, auch in der Presse keine Darstellung und Würdigung dessen, wie es hier wirklich aussieht, wer hier wirklich eskaliert, wer hier wirklich mit unlauteren Mitteln vorgeht. Und da habt's ihr Leute. Im Bundestag ist es wohl so, dass die Intelligenz eines Gartenzwergs noch keine Ordnungsrufe verdient. Wer hätte gedacht, dass man mit solch brillanten Argumenten ungeschoren davonkommt? Wenn euch dieses kleine Stück Bundestagskomik gefallen hat, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal für mehr solche Einblicke und kommentiert, wie ihr die ganze Sache seht. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Politik für Fortgeschrittene oder vielleicht doch eher für Gartenzwerge. Noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch gefällt, was ihr seht und ihr gerne mehr davon haben möchtet, könnt ihr mir eine kleine Unterstützung zukommen lassen. Der Link zu meinem PayPal ist in der Videobeschreibung. Ich verspreche, keine Gartenzwergintelligenz für eure Spenden zu verwenden. Euer Beitrag hilft mir, weiterhin spannende Inhalte zu produzieren. Danke und bis zum nächsten Mal.